Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Anno 1602. Ich bin euer Dominus und wir spielen den zweiten Teil unseres Szenario, die Prinzenprüfung. Ja, und dann würde ich sagen, beginnen wir und setzen dieses Szenario weiter fort. Ja, bevor wir jetzt in die letzte Zivilisationsstufe, nämlich in Aristokraten, aufsteigen, habe ich nochmal unsere Versorgungsinseln maximal ausgebaut. Und das sieht man auch daran, dass unsere Bilanz jetzt im Negativen ist. Alkohol haben wir nochmal ausgebaut, genauso wie hier unsere Tabakinsel. Natürlich Gewürze. Stoffe brauchten wir jetzt erstmal nicht zu machen. Ja, und unsere Kakaoinsel mussten wir auch nochmal kräftig ausbauen. Warenbestand sieht soweit ganz gut aus. Außer Tabakwaren, aber da haben wir jetzt ausgebaut. Wir haben sogar auch schon Schmuck. Hier haben wir unsere Schmuckproduktion schon gestartet. Ja, das Warenlager ist voll mit Baustoffen. Wir können jetzt tatsächlich unsere Entwicklung weiter starten, indem wir unseren Bürgern natürlich die Hochschule zur Verfügung stellen. Da werde ich jetzt erstmal nur eine bauen hier. Und natürlich das Theater. Ja, das passt auch sehr gut. So, und damit haben wir auch schon hier die ersten Aristokraten. Da können wir die Steuern auch noch mal ein bisschen erhöhen. Ja, und dann lassen wir doch jetzt mal hier unsere Stadt Cambridge entwickeln. Dieses Boot ist hier unser Bauboot, wo wir relativ schnell dann, ja, wenn es sein muss, Produktionsstätten erweitern. Ja, und vor allem Nahrungsmittelproduktion sollten wir hier auch noch entsprechend bauen. Ich werde aber vorsichtshalber hier noch mal ein bisschen Baustoffe in das Schiff tun. Und dann müssen wir erstmal hier die Entwicklung weiter starten. Ja, mittlerweile haben die hier schon jede Menge Aristokraten angesiedelt. Über 1000 haben wir jetzt schon hier. Gut, ja, wir können jetzt hier auch noch die zweite Hochschule bauen, aber ich glaube, haben wir genug Steine? Ja, haben wir. Okay. Dann können die sich nämlich hier auch schon weiterentwickeln. So, wir gucken noch mal kurz in unseren Warenbestand. Das sieht aber alles sehr gut aus. Ja, das kann so bleiben. Gut, ja, dann schauen wir mal, wann wir das Schloss bauen können. Ja, das wird wohl bald soweit sein. Allerdings werden wir da keine Baustoffe für haben. Die werden hier fleißig von unseren Aristokraten gebraucht. Ja, mit unseren Konkurrenten sind wir alle im Frieden. Ich hoffe, das bleibt auch so. Bilanz sieht super aus. Ihr habt euren Städten zu Wohlstand und Blüte verholfen. Die Bewohner danken euch durch die Errichtung eines Schlosses. Ja, wunderbar. Das Schloss können wir jetzt schon bauen. 1600, ja, beziehungsweise über 1600 Aristokraten haben wir jetzt. Ja, unser Ziel ist, dass wir die 2500 Aristokraten jetzt hier Das in treue unserer Volk will Stadt euch ein erreichen. Denkmal setzen. Ja, und Denkmäler können wir auch setzen. Hier kommt unser Schloss hin. Das passt, glaube ich, ganz gut. Jawohl. Und das sieht doch gut aus, oder? Aber wie gesagt, da brauchen wir noch jede Menge Stein und ich will jetzt erstmal unsere Stadt hier ausbauen. Ja, und sobald wir Kathedrale und auch Schloss gebaut haben und die 2500 Einwohner in dieser Stadt haben,
kommen wir zur letzten Etappe, nämlich die zweite Stadt mit 1500 Aristokraten. Aber immer mal wieder auf den Warenbestand sehen, da haben wir nämlich bald keine Kleidung mehr. Das heißt, wir bauen noch einen Schneider hier auf. So, mittlerweile haben wir es geschafft. Wir haben über 2500 Aristokraten in unserer Stadt. Unser Warenbestand sieht sehr gut aus, außer Schmuck und Kleidung. Ich habe jetzt schon 3 Schneidereien hier. Ja, und ihr seht, ich habe die Steuern ein bisschen runternehmen müssen, aber unsere Bilanz sieht trotzdem weiter noch super aus. Ja, können wir die Kathedralen jetzt bauen? Da ist sie tatsächlich. Wir kriegten keine Mitteilung. Wir haben genug Baumaterial. Wir bauen jetzt ganz schnell die Kathedrale hier auf. Und drehen wir. So. Dann haben wir dieses Sondergebäude auch schon errichtet. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist das Schloss, das ich ja hier hinbauen wollte. Und dann machen wir noch ein bisschen Platz, nämlich so. Okay, so. Gut, ja, dann können wir doch hier noch ein paar schöne Plätze bauen. Und Zierbäume. Und wir haben hier auch noch ein paar Denkmäler. Ne? So, umgeben wird mein Schloss dann mit Wald. So, dann können wir nämlich hier noch in diesem Bereich ein paar Getreidefarmen bauen, um die Nahrungsproduktion entsprechend zu erhöhen. Da müssen wir immer mal gucken. Ja, unsere Stadt Cambridge ist jetzt soweit entwickelt. Wir können jetzt hier entsprechend unsere zweite Stadt jetzt aufbauen. Wir haben unsere zweite Stadt jetzt hier schon aufgebaut und ich habe eine andere Bauform unserer Stadt gewählt. Wir brauchen ja bei der zweiten Stadt nur 1500 Aristokraten. Das wären 38 Wohnhäuser. Von daher habe ich eine zentrale Mitte unserer Stadt jetzt hier geplant und mit allen entsprechenden öffentlichen Gebäuden schon versehen, sodass wir jetzt hier um diesen zentralen Platz unsere 38 Häuser platziert haben. Wir haben auch schon hier entsprechend eine Nahrungsmittelversorgung aufgebaut und wir haben hier schon dieses kleine Handelsschiff mit einer Handelsroute versehen. Die Baustoffe, Holz, Ziegel und Werkzeug werden wir natürlich hier von unserer Hauptinsel holen. Da brauchen wir keine eigenen Produktionen entsprechend aufzubauen. Ja, und Stoffe habe ich auch schon entsprechend von unserer Baumwollinsel geholt. Da haben wir im Moment eine leichte Überproduktion, sodass wir jetzt hier schon die Entwicklung zu den Siedlern haben. Ja, und jetzt ist es die große Frage, wie versorgen wir jetzt diese Insel mit unserer zweiten Stadt? Dabei gibt es hier 2 Möglichkeiten. Entweder versorgen wir diese Stadt über unsere Hauptinsel, dass wir die Waren hier aus dem Kontor holen. Dafür müssen wir natürlich die bestehenden Produktionsinseln weiter ausbauen. Allerdings haben wir ja auch hier noch entsprechend Inseln, wo wir eine autarke Versorgung der zweiten Insel gewährleisten können. Das würde ich favorisieren. Natürlich haben wir die ja auch am Anfang des Spieles hier alle gesichert. Vielleicht brauchen wir nicht alle. Wir haben hier zum Beispiel Baumwolle und Gewürze. Diese Insel kann beides zum Beispiel hier gewährleisten. Oder wir machen Gewürze und Kakao. Und dann brauchen wir keine weiterführenden Betriebe auf dieser Insel. So, und hier haben wir zum Beispiel auch nochmal 100% Baumwolle. Dann können wir hier nochmal Baumwolle machen. Ja, das wäre so mein Plan.
Das gleiche gilt hier für die nördlichen Inseln. Wir haben hier Weintrauben. Hier können wir unser Alkohol produzieren. Hier oben Tabak. Und hier ist Zuckerrohr. Zuckerrohr finde ich jetzt nicht ganz so interessant. Ja, wie gesagt, Baumaterial haben wir genug. Und wir werden dann halt hier entsprechend wie auf der ersten Insel auch überall unsere Nahrungsmittelproduktion starten. Die entwickeln sich hier weiter. Dann würde ich jetzt den Alkohol schon produzieren wollen. Beziehungsweise, das stimmt nicht ganz, ich würde tatsächlich mit Stoffe beginnen. Wir brauchen ja hier auf der Hauptinsel die Stoffe für unsere Kleidung. Alles andere sieht soweit ganz gut aus. Ja, doch, das sieht soweit gut aus. Gut, das ist dann das zweite Bauschiff hier. Wir nehmen mal alles mit. Machen uns das auf den Weg jetzt hier zu dieser Insel. Genau, da wollte ich jetzt Gewürze und Kakao produzieren. Nee, ich wollte ja Baumwolle produzieren. Die Bürger eures Reiches verehren euch. Ein Denkmal soll eure Stadt zieren. Sehr schön. Obwohl es ist eigentlich egal, weil beide Inseln haben jeweils 100%ige Fruchtbarkeit. Ja, komm. Dann können wir jetzt hier entsprechend die Baumwolle produzieren. So, da sind wir schon. Ja, dann legen wir los. So, wir brauchen etwas Stein wieder. Eure Stadt wächst und gedeiht. So, da sind wir wieder. Nee, das passt gerade so gut, dass wir das so machen. Ja, das sollte jetzt ja eigentlich reichen. Das ist die Weintraubeninsel. Da fahren wir jetzt hin für den Alkohol und ich brauche ein Schiff für die Stoffe. Euch wurde der Krieg erklärt. Ja, das kommt immer mal wieder vor. Das macht aber nichts. Die kriegen einen Tribut gezahlt. Und dann ist er wieder ein. Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. Wunderbar. So, dann du bist Stoff 2. Da. Hier können die Stoffe ausgeladen werden. Und wo sind wir? Hier. In Jericho. Wie süß.
können die Stoffe eingeladen werden und hier werden natürlich ausgeladen. So stimmt es. Okay. Dann machen wir mit dem Alkohol weiter. So, du kannst schon mal wieder hier Ein hin. Konkurrent erklärt euch den Krieg. So, du kannst hier hin. So, dann bauen wir die ersten Weingüter. So, neue Steine sind angekommen. Ich denke mal, hier müsste jetzt erstmal reichen. Ne? So, das Kontor können wir auch erweitern. Wir bauen ein weiteres Schiff für den Alkohol. Ja, und ich stelle fest, das gesamte Holz können wir natürlich nicht auf dieser Insel hier holen, weil unsere Erdschmelze braucht natürlich Holz. Arbeitet zwar jetzt gerade, aber vielleicht sollten wir doch noch 2 Forsthäuser auf unserer neuen Insel noch bauen. Also Platz genug haben wir ja. So. Dann du brauchst jetzt kein Holz mehr zu holen. Das produzieren wir jetzt hier. Setzt neuen Kurs. Eure Siedlung beherbergt nun über 300 Einwohner. Oh, schön. So, und hier ist unsere Tabakinsel. Die werden wir direkt auch mal aktivieren. Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. Sehr schön. So, Alkohol 2. Du holst den Alkohol bei Kalina. Und bitte den Alkohol holen. Jetzt kannst du dich auf den Weg machen. So, wir bauen noch ein bisschen unsere Weideproduktion hier aus. Wie bauen wir das jetzt hier? So am besten, ne? Ja. Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher.
Bürger eures Reiches verehren euch. Ein Denkmal soll eure Stadt zieren. So, dann Tabak. Das habe ich nicht gut gebaut. Mal eben schnell nochmal Stein holen. So, die Steuern kann man natürlich mal nach oben bringen jetzt hier, obwohl unserer Gesamtbilanz, das ist keinen großen Abbruch. Es brennt schon wieder. Ein Brand vernichtet eure Häuser. Ja, kann aber alles gelöscht werden. Hier den Weg noch bauen, damit die Feuerwehr drankommt. So, wir brauchen Stein. Euch wurde der Krieg erklärt. Euch wird ein Handelsvertrag an. So, da sind wir. Wunderbar. Überprüft eure Handelsrouten. So, ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Das können wir hier alles rausnehmen. So, dann haben wir noch dieses Schiff hier. Ein Brand vernichtet eure Häuser. Schon gelöscht, denke ich mir mal. So, Tabak in Teeburg holen. Gut.
Das sieht alles sehr gut aus. Wir können die ja, Entwicklung starten, sobald jetzt hier die Tabakwaren sind. Wir können schon mal ein bisschen Baumaterial noch holen für Gewürze. Gewürze und Kakao mache ich hier. Überprüft eure Handelsrouten. Ein Handelsvertrag wurde gekündigt, überprüft eure Handelsrouten. Ein Konkurrent erklärt euch den Krieg. Euch wird ein Handelsvertrag an. So, mittlerweile sind die Tabakwaren angekommen. Warum sich hier jetzt ein Kaufmann entwickelt hat, weiß ich nicht. Der sieht auch ziemlich grimmig aus, der wird sich auch wieder zurückentwickeln. Ansonsten haben wir hier unsere Bürger, die ganz glücklich sind. Ja, und die kriegen jetzt gleich hier ihre Gewürze. Da sind wir. Sehr gut. Gewürze und Kakao werden wir hier produzieren. Sehr schön. Das kann auch alles hier schon rein. Dann können wir das Kontur ausbauen. So, du kannst zurück. Und wir bauen unser Gewürzschiff. Ja, und ab und zu sollten wir hier auch noch mal im Warenbestand gucken. Da sehen wir nämlich, Alkohol ist zu wenig und auch Tabakwaren wird zu wenig. Das heißt, wir müssen selbst auf dieser Insel jetzt gleich hier Tabakwaren entsprechend noch produzieren und Alkohol vor allem. So, und schon wieder ist ein Vulkan ausgebrochen, aber nicht auf unserer Insel. So, ja, dann müssen wir für diese Insel hier noch mal ein bisschen Alkohol produzieren. Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. Sehr schön. Mehr als 500 Menschen bewohnen eure Stadt. So, dann ja, muss ich mein Werkzeug tatsächlich hier holen. Gut, dann legen wir mal hier los. Ja, wir brauchen Stein. Okay. Aber einen Marktplatz müssen wir hier noch errichten. Eine Kriegserklärung wurde ausgesprochen.
Es mangelt an Alkohol. Ja, wir arbeiten dran. Der Alkohol geht zur Neige. Eure Stadt wächst und gedeiht. So, wir haben jetzt, glaube ich, maximal das hier ausgebaut, unsere Alkoholinseln. Wir müssen mal schauen, ob wir damit auskommen. Ich denke aber schon. Ich denke mal, hier könnte man eventuell noch ein Weingut bauen. Der Vulkan ist ausgebrochen. Nicht für uns interessant. Okay, gut. Aber wie sah es mit den Tabakwaren aus? Ja, ihr seht, Alkohol ist hier tatsächlich jetzt weg. Und Der ich habe Alkohol ja auch geht das zur Neige. Problem, dass ich beide Inseln anfahre hier, ne? Das müsste eigentlich reichen. In die Wanten! Nein, du sollst hier hin. Setzt die Vorsegel! Neuen Kurs! So, wir können natürlich auch Tabakwaren in den Einkauf tun noch. Und auch Alkohol. So. Ja, wir müssen jetzt nochmal leider auch noch ein bisschen Tabakwaren für unsere Hauptinsel hier produzieren. Ja, und wir haben auch schon unsere Kaufleute hier, weil wir ja die Gewürze zur Verfügung stellen und wir hier alle Dienstleistungsgebäude haben. Ne? So, wie sieht das hier aus? Das sieht alles gut aus. Ja. Es mangelt an Alkohol. Eure Stadt hat 1000 Einwohner erreicht. Wie schön. Ja, und ihr seht auch, die Bilanz ist ein bisschen runtergegangen, weil wir einfach zu wenig Alkohol und auch Tabak haben. Aber es sollte sich jetzt eigentlich wieder verbessern. Ja, und ihr seht, Nahrungsmittel
Da müssen wir jetzt sofort wieder handeln. Erstmal noch hier ein Marktplatz bauen. So, ich denke mir mal, dass wir jetzt die Nahrungsmittelversorgung hier wieder, ja, so gut verbessert haben, dass wir alle hier in unserer Stadt ernähren können. Wir können jetzt noch hier in der Mitte noch ein paar Plätze setzen. So. Gut, und dann würde ich sagen, starten wir jetzt zum Finale, nämlich die Entwicklung hier zu den Aristokraten. Dafür werden wir jetzt noch die Kakaoplantagen und die Schmuckproduktion starten. Ja, und dann hoffe ich mal, dass wir unsere 1500 Aristokraten in dieser Stadt dann erreichen können. Ja, wir haben jetzt hier für unsere zweite Siedlung Kakaoplantagen jetzt hier noch errichtet, auch nochmal die Gewürzplantagen erweitert. Haben hier unsere Schmuckproduktion, Tabak und auch die Wein- bzw. Alkoholproduktion hochgefahren. Wir haben hier unser Schiff, was noch Werkzeug und Holz hat. Wir werden jetzt die Entwicklung final starten, denn unsere Kaufleute brauchen jetzt nur noch Kleidung. Dafür bauen wir jetzt hier nochmal einen Marktplatz. Und bauen jetzt hier nochmal 2 Schneidereien auf. Ja, damit haben wir die letzte Ware unseren Bürgern jetzt zur Verfügung gestellt. Oh, es brennt. Ein Brand vernichtet eure Häuser. Ja, damit haben wir jetzt unseren Bürgern die letzte Ware zur Verfügung gestellt. Sehen wir schon. Jetzt ist entsprechend auch der Bedarf da, beziehungsweise gedeckt. Und wir haben auch schon hier die ersten Aristokraten. Wenn wir jetzt entsprechend Güter noch brauchen, wie zum Beispiel Alkohol, Tabak oder auch Kakao, werde ich mir das jetzt bei der großen Hauptinsel holen. Wir entwickeln jetzt hier unsere Stadt, Es fehlt bis an wir Kakao. die 1500 Aristokraten haben und beenden damit dann doch diese sehr umfangreiche Mission von Anno 1602. Mittlerweile haben wir schon über 1200 Aristokraten in unserer zweiten Stadt Florenz. Kakao ist Mangelware. Ja, Kakao ist Mangelware, nicht ganz so dramatisch. Nochmal hier ein Blick auf unsere Stadt Cambridge, wo wir angefangen haben mit dem Schloss und auch der Kathedrale. Ja, und wenn sich jetzt hier alle Kaufmannshäuser sich entwickelt haben, sollten wir auch gleich die 1500 Aristokraten haben. Ja, und dann endlich diese Mission abschließen können.
Bürger eures Reiches verehren euch. Ein Denkmal soll eure Stadt zieren. Ja, die letzten Steinladungen fehlen, damit sich unsere Es fehlt an Kakao. Gebäude weiterentwickeln können. Aber jetzt haben wir sie wieder. Ihr habt eure Aufgaben vortrefflich gemeistert. Das war eine sehr umfangreiche Mission von Anno 1602. Hat mir aber richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Szenario von Anno 1602 wieder. Bis dahin wünsche ich alles Gute und ich sage Tschüss, euer Dominus.